Hallo zusammen! Heute nehme ich meinen bunt zusammengewürfelten Patchwork-Block, zerschneide ihn und arbeite daraus ein Lieblingskuschelkissen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Kanalmitgliedern für eure finanzielle Unterstützung bedanken. Ich arbeite mein Kissen aus diesem bunt gewürfelten Patchwork-Block. Ihr könnt jeden Block nutzen, den ihr gerne zerschneiden möchtet, weil er vielleicht nicht so gut geworden ist, oder jedes buntfarbige Stoffstück, das ihr gerne verwenden würdet. Zusätzlich zu unserem bunt gemusterten Stoffstück brauchen wir ein weiteres Stoffstück als Hintergrundstoff in einer Größe 16,5 x 16,5 Inch oder 42 x 42 cm. Auf dieses Stoffstück möchten wir eine Blüte applizieren und die Blüte habe ich zur Hälfte einmal auf Folie vorgezeichnet, um zu sehen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Von meiner Folienzeichnung habe ich mir Vorlagen geschaffen. Ihr findet diese Vorlagen verlinkt unter dem Video, wenn ihr mit den gleichen Vorlagen arbeiten möchtet. Um meine Blüten aus meinem farbigen Reste-Patchwork-Block auszuschneiden, baue ich zunächst einmal ein Sandwich auf. Das heißt, ich habe meinen bunten Block, ich nehme eine dick wattierte Füllung, das Ganze richte ich aufeinander aus. Meine rechte Patchwork-Block-Seite wird nun von meinem Vlies, von meiner Füllung abgedeckt. Auf diese Abdeckung lege ich noch einmal ein Stoffstück. Nun habe ich ein Sandwich aufgebaut, bei dem linke Seiten außen liegen. Und genau das möchte ich haben. Das stecke ich mir einmal ein bisschen fest. Meine Blüte soll aus 5 Blütenblättern bestehen. 3 Blütenblätter habe ich mir kopiert. Es gibt ein Blütenblatt für die Mitte, ein folgendes Blütenblatt und ein Blütenblatt für außen, und das Ganze wiederholen wir auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, mein hinteres Blatt möchte ich einmal auf meinen rückwärtigen Stoff aufzeichnen. Wenn ihr das übertragt, denkt daran, lasst zu den Seiten hin ein bisschen Platz. Wir möchten das später mit einer Nahtzugabe ausschneiden. Die beiden folgenden Blätter übertragen wir je zweimal auf unsere rückwärtige Stoffseite. Unsere übertragenen Blütenblätter nähen wir einmal rundherum ab, genau auf unserer eingezeichneten Linie, ohne eine Wendeöffnung zu lassen. Wir können jedes Nähgarn verwenden, das wir gerne verwenden möchten, und auch bei der Nadel brauchen wir keine bestimmte Auswahl treffen. Nehmt einfach die Nadel, die ihr gerade in der Maschine habt. Unsere Stichlänge sollte zwischen 1,5 und 2 liegen. Wenn ihr die Linie ganz genau trefft, ist das wunderbar. Wenn ihr irgendwo neben der Linie näht, dann macht auch das später bei der Blüte keinen Unterschied. Näht das einfach ab, wie es gerade gut auskommt. Wenn wir das haben, holen wir das unter der Maschine hervor. Und wenn wir das haben, schneiden wir jede einzelne Form mit einer Nahtzugabe aus ca. 0,5. Unsere vorbereiteten Blütenblätter, die möchten wir nun gerne wenden. Das heißt, ich schneide die Mitte auf. Ich möchte durch meine Füllung und ich möchte durch meinen Außenstoff schneiden. Ich möchte aber nicht meinen vorbereiteten Patchwork-Block erwischen. Das heißt, ich ziehe meinen Patchwork-Block einmal zur Seite. Und wenn ich das ganz klar habe, schneide ich einmal durch beide anderen Lagen. Kontrolliert zieht euren Block zur Seite und schneidet das Ganze einmal auf. Die Mitte ist bei dieser dicken Füllung nicht immer so leicht zu finden. Wir schneiden die Spitze klein an beiden Seiten und wenn wir das haben, wenden wir. Mit einem Falzbein können wir die oberen Kanten ein bisschen nacharbeiten. Wenn die Spitze nicht so richtig herauskommen möchte, können wir das Ganze noch einmal mit einer Nadel nachziehen. Auf diese Weise bereiten wir jedes Blatt vor. Wenn wir alle Blütenblätter gewendet haben, schaut das Ganze so aus und wir legen unsere Blütenblätter einmal zur Seite und wir bauen das nächste Sandwich auf. Wir nehmen unseren Hintergrundstoff
Wir legen unsere Füllung darauf und wir legen unser Top auf. Und unsere Blüte richten wir nun einmal aus. Wir haben unser einzelnes Patch für die Mitte. Wir haben 2 Patches für die Seiten und wir haben 2 Patches für den äußeren Rand. Wir legen unsere Blüte noch einmal auseinander. Dieses Blütenblatt möchte ich nun fixieren. Wie funktioniert das? Das ist super einfach. Wir nehmen einen Stoffkleber oder einen beliebigen Bastelkleber. Die gehen bei der Wäsche heraus, die waschen sich genauso aus wie Stoffkleber. Ich streiche ein bisschen Kleber auf beide Seiten meiner Fließeinlage. Das Ganze drehe ich um. So, das schibbeln wir jetzt hier so ein bisschen. Das ziehen wir ein bisschen aus der Mitte raus, schlagen das unter und schieben das wieder zurück. Und der Kleber sorgt dann dafür, dass das Ganze gut fixiert ist. Das ist mein erstes Blatt. Das nehme ich mit an die Nähmaschine. An meiner Nähmaschine habe ich eine Universalnadel. Als Garn habe ich Stickgarn gewählt. Ich habe mein Standardfüßchen eingestellt. Wir fangen etwa 1/3 unten, lassen wir frei. Nach 1/3 fangen wir an und wir starten. Achtet darauf, dass diese weißen Kanten gleich beim Nähen verschwinden. Wir haben keine offene Stoffkante, die wir verarbeiten müssen, die wir halten müssen. Das heißt, wir können das, wenn wir mögen, mit einem groben Zickzackstich arbeiten. Und das möchte ich auch. Mein Zickzackstich steht auf kurz nach 2,5, 2,3. Das untere Ende bleibt einfach frei. Wir nehmen die Blätter der ersten Seite, richten das zweite Blatt aus. Und dann seht ihr auch, wir brauchen gar nicht so weit in diese Naht hineinwandern, unser Blatt so weit befestigen, weil ja unser zweites Blatt sich ein ganzes Stück weit darüber legt. Auch hier nutzen wir wieder Kleber und wir richten die zweite Seite nach dem gleichen Prinzip aus. Wenn unser Blatt die richtige Position hat, nähen wir das zweite Blatt an. Hier starten wir ein bisschen weiter unten und wir legen los. Solltet ihr ein Blatt einmal falsch herum mit angenäht haben, ist das völlig okay. Das wäre das dritte Blatt, aber jetzt kommt erst das zweite Blatt von der zweiten Seite. Eure Naht fängt da an, wo sich euer Füßchen tatsächlich absetzen lässt. Diesen dicken Knoten, den braucht ihr gar nicht beachten. Ihr startet hinter dem dicken Knoten mit eurer Naht. So schaut das bis jetzt aus. Jetzt kommt das letzte Blatt und unser letztes Blatt hat eine Besonderheit, denn dieses letzte Blatt soll diesen dicken Knubbel abdecken. Wir nehmen einfach unsere Schere und schneiden diese dicken Knubbel einfach ab. Und über dieses offene Ende legen wir nun unser letztes Blatt. Und um unser letztes Blatt nähen wir einmal komplett herum. Na, wie schaut das aus? Yay! Jetzt wird daraus noch ein Kissen. Dazu habe ich eine Kissenrückseite vorbereitet und zwar nach der Anleitung, die ihr in diesem Video findet. Auch das verlinke ich euch in der Infobox unter diesem Video. Nun brauchen wir nur noch unsere Kissenrückseite an unser wunderschönes Patch nähen. Wir öffnen den Reißverschluss komplett und wir wenden. Und Pabau, so schaut unser Kissen nun aus. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quitten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.